Da ist schon Wasser und sogar Eis. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind gerade auf dem Weg in ein Slot Canyon. Hier soll es ja relativ viele geben und wir sammeln jetzt mal unsere ersten Erfahrungen. I'm feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Der Willis Creek Slot Canyon liegt im südlichen Utah und gehört zur Grand Staircase Escalante-Region. Trotz seiner beeindruckenden Schönheit ist er vergleichsweise wenig besucht. Ein echter Geheimtipp für alle, die die Natur in Ruhe genießen möchten. Für uns also perfekt nach dem Trubel und den Touristenmassen der letzten Woche. Wir sind aus dem ersten Canyon raus, war schon sehr cool. Die größte Herausforderung ist eigentlich, dass es eisig ist und man aufpassen muss, dass man nicht ausrutscht. Hatten wir irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm, aber wir haben halt hier auch schon gefühlt Winter mit Minusgraden jede Nacht. Hier fließt das Wasser jetzt so schön runter in den Canyon, da können wir aber nicht lang, da müssen wir oben irgendwo vorbei. Da schauen wir mal, wo es da lang geht. Wir haben es geschafft. War nur ein kurzer Umweg einmal oben rum und jetzt sind wir wieder hier unten. Der Weg durch den Slot Canyon folgt dem sanft plätschernden Willis Creek und führt durch enge, geschwungene Sandsteinschluchten, die teilweise nur wenige Meter breit sind. Die Schluchten entstanden über Jahrtausende hinweg durch Erosion. Regenwasser und Sturzfluten haben die weichen Gesteinsschichten des Navajo-Sandsteins langsam ausgehöhlt und so diese faszinierenden Formationen geschaffen. Wir sind ja hier 500 Höhenmeter tiefer als letzte Woche in Bryce und es ist so viel wärmer. Also ich könnte jetzt in der Sonne schon um 10 Uhr morgens die Jacke ausziehen. Und der Canyon wird immer höher. Auch hier gibt's scheinbar noch Arches. Wir sind gerade von da hinten gekommen und man kann sowohl in die Richtung weitergehen, als auch in diese hier. Aber wir werden wahrscheinlich gleich umdrehen. Wir haben uns kurz einen Keks gegönnt und jetzt gehen wir zurück. Bis hierhin waren es 4,3 Kilometer. Es geht den gleichen Weg zurück und es waren 40 Höhenmeter bergab. Haben wir gar nicht gemerkt. Ja, aber zurückgehen hoffentlich auch nicht. Das ist ganz interessant, wo wir auf dem Hinweg überall Eis vorgefunden haben. Ist jetzt an vielen Stellen nur noch Wasser. Also es wird schon wärmer und wahrscheinlich scheint an manchen Stellen auch die Sonne drauf, dass sich dann jetzt hier als Wasser weiter fortbewegt. Vielleicht ist das eine Sackgasse. Unbedingt notwendig wäre, könnte man glaube ich da auch lang gehen, aber hier geht es auch einfacher lang und trockener. Wir sind wieder da am Camper. Wir sind ja gestern hier schon lang gefahren und deswegen wissen wir, dass es zwei sehr steile Abschnitte gibt. Die sind wir beide im ersten Gang gefahren, deswegen fahren wir die auch im ersten Gang runter. Ich glaube, das hier ist der nicht ganz so steil war. Google Maps sagt, wir sollen hier rechts fahren. Alles andere wäre auch sehr schwierig geworden.
Weil geradeaus geht es nämlich absolut nicht. Nur hier um die Kurve. Wir sind beim zweiten steilen Stück und wir rollen im ersten Gang. Ich glaube, hier müssen wir aber wirklich bremsen. Eigentlich wollten wir als nächstes in den Kodachrome Basin State Park fahren. Das haben wir uns auf dem Weg allerdings anders überlegt. Und als wir diesen fantastischen Stellplatz mitten in der Natur ohne eine andere Menschenseele fanden, waren wir auch gar nicht so traurig darum. An diesem schönen Stellplatz werden wir wohl mal 2 Tage bleiben. Die Aussicht kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Es wird nur relativ früh kalt, sobald die Sonne weg ist, aber das ist ja mittlerweile normal hier. Hier haben wir morgen erstmal ein bisschen Zeit im Camper verbracht. Das Wetter sah ziemlich schlecht aus, war auch ziemlich windig. Aber jetzt ist die Sonne draußen und wir sind auf der Cottonwood Road. Und da gibt es ein paar schöne Arches und andere Sachen, die man sich angucken kann. Und die Straße ist auch sehr einsam, sag ich mal so. Wir haben bisher noch kein Auto gesehen. Mal gucken, ob wir noch was sehen. Kühe gibt es auf jeden Fall. Und wir fahren die Straße wahrscheinlich ganz bis zum Ende. Und dann geht es den gleichen Weg wieder zurück. Typisch amerikanisch, man kann sozusagen fast in den Arch reinfahren im Auto. Ich glaube, es fehlen irgendwie 300 Meter oder so. War ein kurzer und schöner Stop. Jetzt geht es 300 Meter zurück zum Camper. Und dann fahren wir weiter. Dann kommt bestimmt wieder was Interessantes. Da hinten sind wir eben runter. Es war schon sehr steil. Mal schauen, ob wir da wieder hochkommen. Aber es gibt zum Glück auch einen südlichen Ausgang. Also im Notfall könnten wir einmal über Asphalt hinten rumfahren und würden dann wieder im Norden rauskommen. Aber bevor wir uns um das Problem mit dem steilen Berg kümmern, gucken wir uns erstmal die Cottonwood Narrows an. 2,5 Kilometer One-Way. Wir müssen leider zurücklaufen. Der Weg wird zwar an der Straße rauskommen, aber ich komme so wenig Autos, das könnte schwierig werden, dass man da jemanden findet, der einen mitnimmt. Die Durchquerung der Cottonwood Narrows ist nicht besonders lang, soll aber ganz schön sein. Das war eine Empfehlung der Eigentümerin des kleinen Einkaufsladens, in dem wir vor dem Start auf die Cottonwood Road waren. Außerdem sagte sie uns auch, dass sie glaubt, wir seien sozusagen die letzten Touristen der Saison und hätten das Gebiet demnach für uns und sollten es so richtig genießen. Was für ein Glück für uns, so wunderbare Natur, für uns alleine. Bisschen windig hier drin. Aber gut. Wir wollen uns nicht beklagen. Es ist schon wieder blauer Himmel. Obwohl es ja hier richtig tief drin liegt. Es ist aber auch sau windig und mit dem Sand, der hier aufgewirbelt wird, ist richtig unangenehm.
Wir hatten gerade schon gedacht, wir wären an der Straße, aber da kam hier nochmal so ein Hindernis, weil eigentlich wollten wir da irgendwie runter, das ging aber alles nicht. Aber ganz hier am Rand, da gab es einen Weg, wo man dann runterkam. Und jetzt geht es zur Straße und wir gehen an der Straße wahrscheinlich zurück, ne? Ist nicht so windig da. Ja, ich denke auch. Und außerdem auf der Straße fährt, glaube ich, sowieso keiner. Deswegen wird das nicht so schlimm sein. Und wir sparen vielleicht nur 500 Meter. Wir sind zurück am Camper. Über die Straße war ganz entspannt, wobei da auch ziemlich viel Wind war. Aber wir haben halt kein Auto gesehen. Die Cottonwood Canyon Road ist eine 75 Kilometer lange, nicht asphaltierte Dirt Road. Bei Regen wird sie schnell schlammig und unpassierbar, selbst für Allradfahrzeuge, wie uns berichtet wurde. Bei den einzelnen steilen Passagen wundert uns das nicht. Bei trockenem Wetter ist die Straße jedoch meist problemlos mit einem normalen Wagen oder Camper wie uns machbar. Guten Morgen! Wir sind wieder auf der Cottonwood Road und fahren jetzt einmal komplett die gleiche Strecke zurück. Hier ist die Piste ziemlich gut, aber es gibt natürlich auch Abschnitte, die nicht so gut sind. Und später kommen ja noch ein paar steile Stücke. Mal schauen, wie gut wir da dann hochkommen. Aber im ersten Gang soll es eigentlich klappen. Es ist auch richtig schön, dass wir das heute nochmal fahren. Gestern hat ja so eine dicke Wolke hier drin gehangen. Und heute ist richtig schönes Wetter. Da sieht das alles nochmal ganz anders aus. Hallo! Was ist die Lage? Stören wir beim Fressen? Entschuldigung, wir fahren weiter. Das Grand Staircase Escalante National Monument ist eines der größten und abgelegensten Schutzgebiete der Vereinigten Staaten. Es liegt im Süden Utahs und umfasst eine Fläche von über 7.500 Quadratkilometern. Das Gebiet wurde 1996 zum National Monument erklärt. Und zwar als erstes überhaupt, das nicht von einem Nationalparkverwalter, sondern vom Bureau of Land Management betreut wird. Hier gibt es keine asphaltierten Hauptstraßen, keine überlaufenden Besucherzentren und oft auch kein Mobilfunkempfang. Dafür aber unberührte Natur, endlose Weiten und absolute Ruhe. Die Landschaft ist hier wieder so verrückt, da gibt es einfach rote Berge und hier auf der anderen Seite, auf der rechten Seite sieht es einfach komplett anders aus. Ist schon steil hier, also erster Gang reicht nicht. Wir müssen noch zusätzlich bremsen, also hier wäre schon eine Untersetzung gut. Wir sind jetzt an den Cottonwood Narrows, da sind wir ja gestern durchgelaufen. Hier steht tatsächlich genau das Schild. Jesse ist hier schon mal den Berg hochgegangen, weil der ist nämlich sehr steil und wir sind uns nicht so ganz sicher, ob wir es schaffen. Sie steht da oben im Funkgerät, die hat gerade irgendwas gesagt, ich habe es noch nicht verstanden, aber es geht jetzt gleich los. Und drückt uns den Daumen, dass wir hochkommen. Nein, von oben. Ah, noch einer! Was ist das denn, ey? Okay.
Den ganzen Tag kommt kein Auto und jetzt kommen so viele. Okay, dann warten wir noch was. Okay, dann geht's los. Daumen drücken. Das schaffen wir. Halten gleich kurz an, gehen den ersten nach der ersten Kuppe. Und dann geht das schon. Okay, der ging im ersten. So, jetzt im zweiten. Jetzt gehen wir in den ersten. Das schaffen wir. Vollgas. Hoffentlich ist nicht zu viel Sand. Mal durchdrehen. Ja, der Abschnitt ist schon steil. Alter Falter. Alter Falter. Geht. Schwierigste Passage haben wir. Das war easy. Wir sind gerade wieder an unserem Schlafplatz am Anfang der Cottonwood Canyon Road, wie sie richtig heißt, vorbeigekommen. Also in Summe waren es vielleicht 130 Kilometer, aber wir haben so 4 bis 5 Stunden schon gebraucht. Vor allem im nördlichen Teil gibt es ziemlich viel Wellblechpiste. Im Süden kann man so wie hier. Im Süden kann man dann tatsächlich ein bisschen schneller fahren. Da sind wir teilweise sogar 60 gefahren. Und es wird überall empfohlen, die Piste nicht bei Regen oder bei Nässe zu fahren, weil ich glaube, dann wird es wirklich matschig und die Flussdurchquerung wird man dann je nach Wasserstand natürlich auch nicht schaffen. In der nächsten Woche geht es für uns weiter durch das Grand Staircase Escalante National Monument. Die nächste herausfordernde Strecke steht an und mit ihr ein paar der größten Highlights des National Monuments. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch dabei wieder begleitet. Und bis es soweit ist, danken wir euch ganz herzlich für eure Unterstützung. Ob per Abo, Like, Kommentar oder Spende in unsere Dieselkasse. Wir freuen uns sehr darüber und wir hoffen, ihr schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein. Bis dahin!